Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch 3 verschiedene Blumen, die man ganz einfach mit Aquarell malen kann. Es ist wirklich eine tolle Übung für jeden, der mit Aquarell beginnen möchte. Fangt am besten mit einer kleinen Skizze an. Ich zeige euch, wie ich die Blume zeichnen würde, und zwar machen wir einfach mehrere spitz zulaufende Ovale, die an einer Seite zusammenführen, wie man das auch kennt, wenn man sich eine Blume anschaut. Sie haben einen Kopf und Blüten. Dazu malen wir noch einen Stiel und ein paar Blätter. Hier und da fügen wir noch ein paar Knospen hinzu. Nehmt euch ein Aquarellpapier, einen Pinsel und mischt die Farbe. Ich habe hier verschiedene Pinsel und werde mit der Größe 6 anfangen. Als Farbe wähle ich Gelb und mische etwas Rot dazu, damit man es besser in der Kamera sehen kann. Alle Materialien, die ich benutze, habe ich euch auch wie immer in der Infobox verlinkt. Dann fangen wir einfach an. Wir malen spitz zulaufende Ovale. Sie können sich auch gerne unten berühren, dann fließt die Aquarellfarbe schön zusammen und es gibt einen tollen Effekt. Wenn ihr Anfänger seid, könnt ihr auch gerne erstmal etwas größere Blumen zeichnen, als ihr es bei mir seht. Das ist einfacher. Wir malen jetzt überall auf dem Blatt verteilt diese Blumen. Dazwischen kommen auch ein paar Knospen. Schaut einfach, wie ich das mache. Anschließend mischt ihr Grün und malt unten den Fruchtknoten der Blume. Ja, ich habe extra nachgeschaut, wie man das überhaupt nennt. Und auch den Stiel. Ihr könnt dafür auch gerne einen dünneren Pinsel nehmen, damit der Stiel schön dünn ist. Der muss auch nicht überall gleich aussehen, sondern kann mal mehr nach rechts oder mal mehr nach links gebogen sein. Wenn es nicht so gleichmäßig ist, sieht es viel natürlicher aus. In der Natur sieht auch keine Blume gleich aus. Jede ist einzigartig. Wenn ihr überall die Stiele hinzugefügt habt, dann malen wir die Blätter. Nehmt wieder den dickeren Pinsel, setzt etwas abseits vom Stiel an und zieht den Pinsel Richtung Stiel. Dabei übt ihr ein bisschen Druck aus und löst ihn wieder, wenn ihr am Stiel seid. So könnt ihr mit einem einzigen Zug ein schönes Blatt malen. Das braucht ein bisschen Übung. Wenn es nicht klappt, dann könnt ihr eure Blätter auch einfach malen. Aber damit ihr den schönen Aquarelleffekt bekommt, ist die erste Version die bessere. Leider nimmt das Papier die Aquarellfarbe extrem auf und es wird mir alles ein bisschen zu hell und zu matt. Deshalb nehme ich nochmal etwas Farbe und male nochmal über die Blumen. Dabei sollte man darauf achten, dass die Farbe bereits getrocknet ist. Wenn die erste Schicht noch nass ist, dann bringt es wenig, mit mehr Farbe darüber zu gehen. Bei der Aquarellmalerei malt man ja sowieso mit mehreren Schichten und arbeitet sich langsam von hell nach dunkel. Je mehr Schichten, desto dunkler wird es.
Ich habe dann an den Seiten noch ein paar Blumen dazu gemalt, weil es da irgendwie so leer aussah. Und schon sind wir fertig und können mit der nächsten Blume weitermachen. Wir nehmen wieder unser Skizzenblatt und malen eine Art Tulpe auf. Die Blumen sind wie langgezogene Kreise, allerdings nicht ganz so rund, sondern ein bisschen ungleichmäßiger. Dazu malen wir auch wieder Stiele und Blätter. Die Blätter werden diesmal ähnlich wie Farn. Einfach ein weiterer Strich, an dem rechts und links mehrere Blätter kommen. Wenn die erste Skizze fertig ist, nehmen wir wieder ein Aquarellpapier, unsere Farben und einen Pinsel. Ich nehme wieder die Nummer 6. Das hat bei den gelben Blumen ja bereits gut geklappt. Jetzt malen wir die Blumen von der Skizze. Wir malen langgezogene Kreise und lassen oben ein bisschen weiß. Das Weiß muss nicht sein. Wenn das noch nicht klappt, ist es gar nicht schlimm. Es sieht einfach eher aus wie Blüten, wenn oben nicht alles perfekt rund ist. Wir machen das genauso wie bei den gelben Blumen und verteilen sie überall auf dem Blatt. Bei den ersten getrockneten Blumenköpfen können wir dann schon mal mit Grün weitermachen. Wir malen wieder den Fruchtknoten der Blume und dann den Stiel, sowie die Farnblätter, die wir vorher skizziert haben. Hierbei kann man dieselbe Technik anwenden, wie wir es bereits gelernt haben. Allerdings ist das schwieriger, je kleiner die Blätter werden. Deshalb ist es auch gar nicht schlimm, wenn ihr die Blätter einfach malt. Das mache ich auch, wie ihr seht. Wir malen einfach überall, wo Platz ist, Blätter. Ich habe für das Grün auch diesmal einen dunkleren Ton gemischt. Und ich sehe jetzt schon, dass das Papier wieder die Farbe schluckt. Es kommt wirklich auf das Papier an. Bei richtig gutem Papier leuchten die Farben auch noch, wenn sie aufgetrocknet sind. Aber zum Üben ist es auch okay, wenn man nicht gerade das teuerste Papier benutzt. Wir gehen einfach nochmal über Blüten und Blätter. Das gibt den Blüten auch ein bisschen mehr Tiefe, wie ich finde.
irgendwie fehlt mir da noch was. Deshalb male ich noch die Staubgefäße, die oben ein bisschen herausschauen, und zwar in Schwarz. Zudem male ich noch ein paar kleine Punkte überall, wo noch Platz ist. Solche Kleinigkeiten machen das Bild schon viel interessanter. Hier und da male ich dann noch ein paar zusätzliche Blätter. Und ich mag vor allen Dingen, dass manche Blätter dunkler oder heller sind. Und schon ist das Bild fertig. Wieder zurück zum Skizzenblatt. Jetzt malen wir offene Blumen. Dazu machen wir einfach in der Mitte einen Punkt, an den wir dann rundherum Blüten malen. Diese sind in der Form eines Kegels, würde ich sagen. Wir nehmen ein weiteres Aquarellpapier und diesmal male ich mit Blau. Wir denken uns einen Kreis und malen drumherum die Blüten. Der Kreis muss auch nicht unbedingt weiß bleiben. Die Blüten können auch ineinander laufen. Die Mitte werden wir später mit einer dunkleren Farbe ausmalen. Daher ist es kein Problem. Damit es realistischer wirkt, malen wir auch ein paar Blumen, die man von der Seite sehen kann. Und zwar malen wir einfach die Blüten an der unteren Seite etwas kleiner und kürzer. Wie vorher verteilen wir die Blüten überall auf dem Blatt. Diesmal male ich auch Blumen, die sehr nah nebeneinander sind und sich sogar leicht überschneiden. Das sieht man in der Natur ja auch viel öfter. Anschließend malen wir wieder die Stiele und kleine Blätter. Mit einer dunkleren Farbe malen wir die Mitte der Blumen aus, wie ich es bereits angekündigt hatte. Wieder ist mir die Illustration noch zu einfach und da wir sowieso nochmal über die Blüten gehen, um sie etwas kräftiger zu malen, habe ich mich dazu entschlossen, ein kleines Muster oder ein paar Flecken in die Blumen zu malen. Wir nehmen etwas Farbe auf und verstärken den vorderen Teil der Blüten, malen sie aber nicht komplett aus. Schaut einfach, wie ich es mache. Macht das bei jeder Blüte und wie ihr seht, könnt ihr das Papier auch drehen und von anderen Richtungen bemalen.
Das hilft dabei, gleichmäßiger zu bleiben. Wieder gibt das der Blume mehr Tiefe und wir können auch nochmal die sich überlagernden Blüten hervorheben. So erkennt man noch viel besser, welche Blüten im Vorder- und welche im Hintergrund sind. Hier und da ziehe ich nochmal eine Blüte mit einem dünnen Rand nach, um den 3D-Effekt noch etwas zu verstärken. Aber nicht zu viel, sonst sieht es wieder nicht mehr natürlich aus. Jetzt haben wir gemeinsam 3 einfache Blumen gemalt. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß und habt ein bisschen was gelernt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben oder abonniert den Kanal. Dann weiß ich auch, ob ihr noch mehr von diesen Videos sehen wollt. Ich habe da noch ein paar Ideen. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat, ob ihr noch mehr davon wollt, oder ob ihr ein paar Anregungen habt, was ich noch besser machen könnte. Gerne auch Ideen für Videos, wenn ihr etwas lernen wollt. Ansonsten schaut gerne nochmal auf meinen anderen Social-Media-Seiten vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.